Wer sich privat mit der Ahnenforschung beschäftigt, um mehr über seine Vorfahren oder die Familiengeschichte zu erfahren, wird wahrscheinlich früher oder später über die Durchführung eines Gentests nachdenken. Wenn man sich dazu entscheidet, sein Erbgut Wissenschaftlern zu überlassen, steht man nicht nur vor der Frage, welchen Anbieter man wählt, sondern auch vor der Entscheidung über die Art des Gentests. Denn da gibt es große Unterschiede. Das Erbgut des Menschen ist in jeder Zelle in 46 Chromosomen gespeichert, die jeder zur Hälfte vom Vater und zur Hälfte von der Mutter erbt. 44 dieser Chromosomen werden Autosomen genannt. Die restlichen beiden bilden die Geschlechtschromosomen X und Y. Männer haben ein X und ein Y und Frauen ein X und ein X. Das Chromosom Y wird nur vom Vater an den Sohn vererbt. Zusätzlich gibt es ein besonderes Erbgut in den Mitochondrien, den sogenannten Kraftwerk in den Körperzellen. Dieses Erbgut wird nur von der Mutter an alle ihre Kinder vererbt. Für genetische und genealogische Fragestellungen können 3 Bereiche untersucht werden. Erstens das Erbgut in den Y-Chromosomen, die Y-DNA. Zweitens das Erbgut in den Mitochondrien, die MT-DNA. Und drittens das Erbgut in den 44 Autosomen und dem X-Chromosom. Da ca. 99,5% der DNA bei allen Menschen übereinstimmt, ist nur ein winziger Teil des Genmaterials einer Person für eine Analyse relevant. Ein Y-DNA-Test und ein MT-DNA-Test untersuchen eine Zeitspanne von 10.000 bis 50.000 Jahren. Ein Y-DNA-Test untersucht nur die direkte väterliche Abstammung. Da das Y-Chromosom immer nur vom Vater an den Sohn weitergegeben wird, stimmen also Verwandte in direkter väterlicher Linie in ihrem Y-Chromosom überein. Daher lassen sich mit dem Y-Chromosom Männer identifizieren, die zur gleichen Familie gehören. Hin und wieder treten auch im Y-Chromosom Veränderungen bzw. Mutationen auf, sodass sich das Profil immer weiter veränderte. So entstanden die weltweit etwa 40 verschiedenen Haplogruppen, an deren Anfang immer ein einziger Urvater steht. Also der erste Mann, der diese Mutation trug. Mit der Zeit wird der genetische Stammbaum immer größer und komplexer. Immer neue SNPs kommen dazu. SNPs sind Variationen einzelner Basenpaare an einer bestimmten Stelle des Genoms. Es bilden sich immer wieder neue Untergruppen. Diese Veränderungen sind interessant, weil sie Aussagen über die Verbreitung der Menschen in den letzten mehreren 10.000 Jahren zulassen. Der Urvater Adam mit einem Y-Chromosom lebte nach heutigen Schätzungen vor 60.000 bis 90.000 Jahren in Afrika. Er ist zwar nicht der Urvater der Menschen, ist aber historisch der letzte Mann, der mit allen zu einem bestimmten Zeitpunkt lebenden Männern über eine Linie ausschließlich männlicher Nachkommen verwandt ist. Ein mtDNA-Test untersucht die rein mütterliche Abstammung. Die mitochondriale DNA, die mtDNA, befindet sich außerhalb der Chromosomen einer Zelle in den Mitochondrien, also nicht im Zellkern. Die mtDNA haben sowohl Männer als auch Frauen. Sie wird aber nur von der Mutter an all ihre Kinder vererbt. Darum haben alle Kinder einer Frau die gleiche mtDNA. Auch die Kinder der Töchter dieser Frauen haben die gleiche mtDNA. Und so weiter. Wenn 2 Individuen also eine mitochondriale DNA-Signatur teilen, kann das ein Hinweis auf eine gemeinsame mütterliche Abstammung sein. Außerdem wird auch hier die Haplogruppe ermittelt, also aus welchem Urvolk die Vorfahren stammen. Die mitochondriale Eva lebte vor ca. 175.000 Jahren ebenfalls in Afrika. Sie ist die Urmutter aller Menschen in der rein mütterlichen Linie. In Fachkreisen stehen diese beiden Arten DNA-Tests unter Kritik. Einige Testanbieter werben teilweise offensiv mit fragwürdigen Erkenntnissen. Sie verschweigen, dass eine einfache mtDNA- oder Y-DNA-Analyse keine seriöse wissenschaftliche Aussage über die Verwandtschaft bzw. Abstammung zulässt, welche durch die autosomale DNA bestimmt wird. Nur wenige Testanbieter publizieren Erkenntnisse und die Basis ihrer Auswertungen in wissenschaftlich prüfbarer Form. Zertifikate zur historischen Herkunft, zum Beispiel Clans oder Urvölker und so weiter, auf Basis von MT oder Y-DNA sind also kritisch zu betrachten bzw. klar auf die mütterliche bzw. väterliche Linie einzugrenzen. Deren Stammbäume und mögliche Geschichte
sind im Vergleich zu archäologischen DNA-Funden bis in die frühgeschichtlichen Zeiten noch nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht, sodass sehr viele Aussagen auf Annahmen beruhen. mtDNA und y-DNA tragen außerdem nur einen sehr geringen Anteil an den gesamten Erbinformationen. Auch die Abstammung von historischen Persönlichkeiten, von denen DNA analysiert wurde, zum Beispiel von Ötzi oder von Tutanchamun, ist genetisch nicht eindeutig beweisbar. Die zufällige Mutationsrate der Marker bei y-DNA und mtDNA lässt keine eindeutige Zuordnung der Generation zu, sodass nur die Nähe der Verwandtschaft in der Haplogruppe bestimmbar ist. Außerdem beruhen die Vergleiche mit historischer DNA oft auf zu wenigen Markern bzw. unpublizierten Erkenntnissen. Ein autosomaler DNA-Test ermittelt die ethnische Herkunft der Familie in den letzten Jahrhunderten bis 1000 Jahren. Bei MyHeritage sind es zum Beispiel bis zu 6 Generationen. Untersucht wird das gesamte Erbgut einer Person mittels einer Analyse von mehr als 700.000 genomischen Positionen der DNA. Dieser Test ist für Ahnenforscher am interessantesten. Im Unterschied zum y-DNA-Test und mtDNA-Test betrachtet der autosomale Test einen viel breiteren Bereich der DNA, wodurch Übereinstimmungen innerhalb des gesamten Stammbaums ermittelt werden können, sowohl auf der väterlichen als auch auf der mütterlichen Seite. Er analysiert somit alle Abstammungslinien. Untersucht werden insbesondere die 44 autosomalen Chromosomen bzw. die 22 Chromosompaare, die logischerweise nicht die geschlechtsbestimmenden X- und Y-Chromosomen sind. Autosomen enthalten nämlich genetische Informationen von beiden Elternteilen, die über mehrere Generationen hinweg weitergegeben werden. Dabei werden DNA-Segmente, sogenannte Basensequenzen, identifiziert. Die Chromosomen mit dem in Anführungsstrichen normalen Erbgut werden nämlich bei der Vererbung paarweise neu gemischt, das nennt sich Rekombination, und stückchenweise neu zusammengesetzt durch Crossing Over. Deshalb trägt man zum Beispiel nicht genau das Chromosom eines Vorfahren unverändert in sich, sondern in einem Chromosom sind Stücke des Erbguts verschiedener Vorfahren enthalten. Die AT-DNA kann auf 2 verschiedene Weisen ausgewertet bzw. nutzbar gemacht werden. Im sogenannten Matching vergleicht man die DNA verschiedener Personen auf größere oder kleinere Gemeinsamkeiten hin. Wenn ein Abschnitt der DNA bei 2 Personen identisch ist, heißt das, dass diese beiden Personen einen gemeinsamen Vorfahren haben. Bei der DNA-Herkunftsanalyse wird das Erbgut auf charakteristische Muster untersucht, die Hinweise auf die Herkunft der Vorfahren insgesamt geben. Das Ganze beruht natürlich immer auf Schätzungen bzw. Wahrscheinlichkeiten. Einen autosomalen Test können sowohl Männer als auch Frauen durchführen. Durch DNA-Übereinstimmungen können in der jeweiligen genealogischen Datenbank Verwandte und Vorfahren gefunden werden. Bei der Ahnenforschung geht es ja vordergründig darum, menschliche Verwandtschaftsbeziehungen zu ergründen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Auswertung eines y-DNA-Tests oder eines mitochondrialen DNA-Tests einem Ahnenforscher keine Erkenntnisse bringen würde. Im Gegenteil sogar. Er stellt eine zusätzliche Erkenntnisquelle für einen viel längeren Zeitraum dar und ist damit eine super Ergänzung zum autosomalen Test. Betreibt ihr hobbymäßig Ahnenforschung und habt ihr schon mal einen DNA-Test durchgeführt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare.